Im Ausland wäre ein Traum safe Mr. Easy. Mr. Easy wäre ich werde alles tun, wenn ich in Ghana, ich ziehe bald nach Ghana und ich werde alles dafür tun, an sein irgendwo dahin zu ihm zu kommen, keine Ahnung. Ich feiere den so arg, der hat mich auch zum Afrobeat gebracht, muss ich ehrlich sagen, lieben gelernt so, weil ich es mag, diesen smoothen Afrobeat, den er so transportiert. Klar war ich noch nie, du bist meine Sonne, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star. Hab dich gesucht und gefunden, auf einmal standst du. Greetings from Berlin to the world. Yes, people, it's another special edition here in the Bogolan studio. Yes, I'm with my special guest of honor here, Adi Amati, the world child, straight from Kiel, living in Berlin. So, yeah, man. Today we have Adi here, and we want Adi to share a piece of herself with us, you know, and the audience out there. Adi Amati, welcome to the Bogolan studio. Charlie, thank you for inviting me. It's a pleasure. But Adi, you can speak German if you want, yeah? I cannot speak good German like you. Oh, you speak very well. Charlie, we know each other. Long time right now, and I love your German. Yeah? Yeah. You're growing very fast. Thank you. Yeah. So how have you been, Adi? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich genieße die Wärme. Der Sommer ist endlich da. Wir genießen das, ja. Corona hat uns ein bisschen, durcheinander gemacht, aber alles ist gut. Ich bin dankbar und glücklich und froh. Sean. So tell us a little bit about yourself. For those of us who do not know much about you, who is Adi Amati? Oh, ich finde es immer so schwierig, sich selbst zu erklären, aber ich bin Künstlerin und bin in Kiel geboren. Würde aber nicht sagen, wenn jemand mich fragen würde, woher kommst du, sage ich, dann bin ich ein Weltenkind oder ich bin Energiedaseins des Universums. Ja? Ich bin bloß in Kiel geboren und aufgewachsen. So. Ich bin Künstlerin, ich mache Musik, seit ich sehr, sehr jung bin. Ich bin auch Aktivistin, ich bin auch Träumerin, ich bin auch Macherin. Ich bin Mensch, ich bin Energie und ich mache das, wofür ich Zeit habe hier auf Erden, solange ich lebe. Und einer meiner liebsten Sachen ist eben, mit Menschen zusammenzuführen und Musik zu machen. Geil. That's very nice here. But you said you started doing music very young. How young were you and how did it all started? Ich war wirklich jung. Ja? Ich war wirklich jung. Ich war so, als ich angefangen habe, Musik zu machen oder zu singen, glaube ich, war ich so 5, 6 Jahre alt. Und bin relativ früh durch meine Familie, weil meine Eltern beide Veranstaltungen gemacht haben und Restaurants hatten, haben sie sehr viele Events gemacht und wir hatten sehr, sehr viel Live-Musik immer um uns herum gehabt als Kinder. Und ja, dementsprechend habe ich sehr, sehr früh mit 5 angefangen. Mit 12 habe ich angefangen, selber Texte zu schreiben. Und ich glaube, so mit 14 war ich das allererste Mal im Studio und habe meinen allerersten Song auch aufgenommen. So zwischen 12 und 14 so habe ich meine ersten Songs aufgenommen. Wow. Do you remember your first song that you recorded? What's the title or what song was it? Also es gibt 2 Sachen, die ich mich immer sehr gut erinnere. Es ist A, der erste Text, den ich geschrieben habe. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Okay. Da war ich so 12 Jahre alt und ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich auch bis heute noch arbeite, David Debra, der hat mich zum Schreiben gebracht. Also danke an ihn immer wieder. Ohne ihn würde ich bestimmt nicht schreiben, weil er mich wirklich penetriert hat. Jeden Tag angerufen, die hast du schon geschrieben? Hast du schon geschrieben? Ich so, irgendwann musste ich aber schreiben, damit er stolz auf mich ist und sagt, okay, gut, hast du gut gemacht. So, weil ich habe immer gesungen, immer. Okay. Und aber meinen ersten Track, den habe ich so, da war ich so wirklich, wie ich gesagt habe, so 13, 14. Und da habe ich mit einer Crew zusammen. Also ich habe mit Rap angefangen. Ich habe zwar schon gesungen, aber als ich angefangen habe, selber meine Musik zu machen, habe ich gerappt. Da habe ich gar nicht gesungen oder so ein Misch schon gemacht aus Gesang und Rap. Wow. Und das habe ich damals mit meiner Crew gemacht. Noch Kieler Zeiten, Chris Mo
Und Paddy war mit dabei, BKC, an die Jungs draußen. Ich werde euch niemals vergessen, safe. What was the song about? Like the first song you wrote? Der erste Song, den ich geschrieben habe, da ging um Rassismus, Diskriminierung und Rassismus. Das war mein Alltag damals gewesen. So. Ne, wir waren jung, wir waren viel auf der Straße unterwegs. Wir waren eine große Crew, wir waren glaube ich so 20, 25, 30 Leute immer. Mal mit 10 Leuten, mal alle zusammen, wie das denn so damals war. Und immer, wenn wir durch die Gegend gegangen sind, wir wurden immer von Polizei angehalten, wenn wir auf Party waren oder irgendwie sowas. Freunde von uns wurden immer festgenommen. Wenn wir irgendwo reingegangen sind, die haben sofort gedacht, wir wollen was klauen. Und das war dann auch der Song. Darum ging es. Es ging um Rassismus, meinen alltäglichen Rassismus, den ich erlebt habe mit meinen Brüdern und Schwestern damals. The Black Struggle, yeah? Yeah. Crazy. Here in Germany. Here in Germany. Yeah, I want to ask you, since you started music, how many albums do you have so far to your record or to your person? Ich glaube so, ich bin jetzt mittlerweile bei 5 bis 6 Alben oder so. Ich glaube, ich bin schon ich kann es gar nicht mehr zählen, weil ich relativ früh angefangen habe, Musik jetzt zu machen und in verschiedenen Crews war. Und da haben wir so, gleich würde ich sagen, schon 5 bis 6 Alben gemacht, aber ich glaube, wir haben bestimmt schon 200 Songs oder so produziert mittlerweile. So. Okay. Von heute bis jetzt. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin auch schon 33, die Jahre vergehen. Wow. Blacks don't crack. Charlie, du weißt. Well, so as a solo artist, how many albums do you have to your credit? 2. So, Also eine EP, ein Album. Ja. So the EP is the Weltking, you call it? Weltenkind, genau. Weltenking, Yeah. which means the world child, yeah? Exactly. And the album is recently released. Last year was it, right? Last year. Wiedergeburt. Wiedergeburt, ja. With 10 tracks? 11. Yes, 11, oh? 11 tracks. Yeah. 11 tracks. Right there. Du glaubst an das, was ich sein will. Es gab nie ein Limit, seitdem ich klein bin. All die verrückten Ideen, die mir... Yo, you need to check that track, that album out, Wiedergeburt. How long did it take you to produce your album, if I may ask? Es ist unterschiedlich, weil alles ist ein bisschen getrennt voneinander. Und zwar die Texte, die ich geschrieben habe, teilweise 1, 2 Tracks habe ich ja vom Weltenkind-Album noch mitgenommen. Die EP meinst du? Von der EP, genau. Ich habe die extra mitgenommen und da sind Texte sogar, die habe ich mit 16 Jahren geschrieben. Na klar habe ich sie immer weiterentwickelt und tighter gemacht, so. Aber die sind entstanden, als ich 16 war. So. Und die sind auf meinem Album drauf. So, es war einfach so ein Album, was ich irgendwie machen musste für mich, weil ich schon so lange Musik gemacht habe und noch kein Soloalbum. Für mich hat immer in Bands und Musikgroups, weißt du, gemacht, aber nie war es so mein Album. Und ich dachte so, nee, wenn es mein Album ist, wird es auf jeden Fall ein Afrobeat-Album. Im Endeffekt nur die Produktion alleine, um es aufzunehmen und zu recorden und alles. Und mit der Promotion zusammen hat es ungefähr 1,5 Jahre bis 2 Jahre gedauert. Okay. Das alles so zu machen, sage ich jetzt mal, wie es dann am Ende ne, rausgekommen ist. Mit CD-Pressung sogar mit drin, sage ich jetzt mal. Ja, almost 2 years. Ja. It's worth it. I mean, it's a great work you have there, you know, about King. Do you have one also favorite song which is most requested of you when you go on tours? Ja, es gibt einen Song, den will jeder eigentlich immer hören, das ist Odone Her. Und Odone Her heißt Liebe ist das, was zählt. Wow, ist klar, war ich noch nie. Du bist meine Sonne, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star. Hab dich gesucht. So, und da habe ich mit einem Artist aus Ghana, also das ganze Album wurde ja in Ghana produziert von Samike, Abuchi, Kamo Fingo und Kimbo Beat. Alles schwarze Produzenten. Und mir war ganz, ganz wichtig, dass eben, es ist ein Afrobeat-Album, es ist das erste deutsche Female Afrobeat-Album in Deutschland und mir war total wichtig, auch ghanaische Künstler auf mein Album raufzuholen. Und so kam die Kollaboration mit Abuji,
weil ich Samike, den Produzenten von ihnen, kennengelernt habe. Und das ist ein schöner Song, er gibt positive Energie. Er ist irgendwie holt er einen in eine andere Welt rein. Und ich glaube, deswegen mögen es sehr gerne die Veranstalter und auch und auch das Publikum, ganz besonders meine Fans, wenn ich diesen Song performe. Okay. But did you say that you are the first Afro-German artist, like Afro-German female artist? Ja. Ja, es gab es bisher noch nicht, also bestimmt wird das jetzt auch noch kommen, sage ich jetzt mal. Also wir sind ja gerade so in dem Wandel, Wow. Aber davor gab es kein Female Artist, soweit ich weiß, kein Female Artist, was auf Deutsch Original Afrobeats, also nicht irgendwie nachproduziert oder so, sondern ich bin wirklich ja nach Ghana gegangen, habe mit der Community. Instrumentals von der Community. Genau, in der Community, von der Community, mit der Community auch alle meine Videos gemacht. How was it accepted when you brought something like that to Germany? When you brought an Afrobeat, German Afrobeat to Germany? How was it accepted? Like the German community, how did they embrace it? Ich glaube, wir sind in Deutschland an einem Punkt, oder waren wir eigentlich schon immer, wo sehr, sehr viel Musik gesampelt und geklaut worden ist. Okay. Das darf man irgendwie auch nicht vergessen, so, weil wir haben das Problem, also ich nenne es ein Problem, weil dadurch einzelne Kreativität nicht wirklich gefördert wird. Also du hörst immer Songs mit irgendwelchen Refrains, die aus den 90ern, momentan sind wir so in den 90er-Vibes, ja. Also sie nehmen Sachen, irgendwelche Melodien, erzeugen keine eigenen Melodien mehr, sehr, sehr wenig und nimm das einfach, weil das ja schon Erfolg hatte. Das ist so ein Erfolgsrezept, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eine Berechnung, wenn man weiß, okay, da war eine gute Hook, nehmen wir diese Melodie und packen die zusammen. Dementsprechend gibt es hier nicht so eine wirkliche Wertschätzung, was qualitativ gute Musik angeht, außer so im Klassik- und Jazzbereich. Das ist wieder was anderes in Deutschland. Aber was so die Hip-Hop, R&B, wir sind da irgendwie, aber wir haben es noch nicht in Deutschland, den R&B. Also wir haben eine Rola oder sowas, die unglaublich geilen R&B macht. Wir haben auch einen Sikama, der auch einen unglaublich geilen R&B macht und das kommt auch langsam. Aber ich rede jetzt wirklich von Original, so, dass die Leute eben eigene Melodien erstellen und die es machen, die haben nicht so den Erfolg wie die einfach die Dinge klauen aus anderen Communities und anderen Kulturen. Und da sind wir einfach in Deutschland. Wir haben qualitativ außer damals irgendwie mit Rammstein und Nena oder sowas, hatten wir weltweite Erfolge gehabt, aber aktuell ist das nicht mehr der Fall. Ich glaube, das letzte war irgendwie Tokyo Hotel oder so, weil sie ihre eigenen Sachen gemacht haben, aber da muss noch viel passieren in Deutschland, dass eben qualitativ gute Musik mehr gewertschätzt wird, würde ich sagen, und auch mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es sich alles um Geld und Streaming und Likes geht. So, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, aber ich glaube auch, dass wir genau die sind, die das jetzt auch ändern werden und die einfach qualitativ gute Musik auf den Markt bringen werden. Deswegen zu deiner Frage nochmal, es ist gut angekommen in Deutschland, mein Album, definitiv, aber ich habe auch gemerkt, dass unglaublich viel struktureller Rassismus mit eingewirkt hat, also rein schon in meiner Promotion zum Beispiel. Okay. So, das war nicht so einfach, wie vielleicht viele weiße Künstler es gehabt hätten. So. Aber ich bin trotzdem glücklich, weil ich habe mit diesem Album etwas herausgefunden, was ich nicht gedacht hätte. Und zwar, dass ich in Ghana zum Beispiel viel, viel mehr Erfolg hatte als hier in Deutschland. Und das finde ich sehr interessant. Die sprechen kein Deutsch, gar nichts, aber feiern das, dass ich als Diaspora Mensch einfach die Kultur genommen habe, nicht genommen habe, sondern etwas mit denen erschafft habe. Also ich habe nur mit Menschen aus Afrika gearbeitet, also aus Ghana gearbeitet oder aus Togo gearbeitet oder whatever, aus Senegal. Es waren alles Menschen von Afrika und das war mir auch voll wichtig, weil ich will nicht irgendetwas nehmen, sondern ich möchte gemeinschaftlich etwas kreieren, wovon wir alle im Endeffekt schöpfen können. Okay. Also es ist ein Weg und in diesem Weg bin ich auch noch drin, der ist noch gar nicht zu Ende. Interesting, amazing. So you mean your album is more like accepted in Ghana than it is in Germany? Yeah. Even though you produce it in the German language.
Wow. But is there any artist, both in the underground and in the mainstream, that you would like to feature in your next, maybe a work or album? Ja, voll. I mean, here in Berlin or worldwide, it doesn't matter, you know? Ja. Also es gibt so verschiedene Künstler. Ich finde es sehr, sehr schwierig, mich jetzt auf eine Künstlerin oder Künstler zu spezialisieren, sage ich jetzt mal. Aber so die 3 Leute, die ich sowieso unglaublich hier in Deutschland feiere, ist Juju Roger. Ich glaube, den hattest du sogar auch schon mal Juju Rogers. Ja, genau, Rogers. Dann Shima Ede, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir das auch, dass wir das irgendwann hinbekommen und einen fetten Track zusammen machen. Und dann eben Megalo, also alle BSMG, Musa, würde mich unglaublich freuen, mit den Jungs irgendwie etwas Fettes zu machen, was jetzt irgendwie auf Deutschland bezogen ist. Im Ausland wäre ein Traum safe Mr. Easy. Mr. Easy wäre ich würde alles tun, wenn ich in Ghana, ich ziehe bald nach Ghana und ich werde alles dafür tun, an sein irgendwo dahin ziehen zu kommen, keine Ahnung. Ich feiere den so arg, der hat mich auch zum Afrobeat gebracht, muss ich ehrlich sagen, lieben gelernt so, weil ich es mag, diesen smoothen Afrobeat, den er so transportiert. Ja, das wären, ich merke gerade, dass es alles nur Männer waren, die ich gerade aufgezählt habe. Yo, Mr. Easy, you have a special artist who want you to be on her track here, you know, so you need to check it out. She's coming to Ghana very soon, she said. Your album, Wiedergeburt, you made it Afrobeat. Yeah. But why Afrobeat? Das ist eine gute Frage. Also, als ich damals schon Weltenkind gemacht habe, meine EP, meine erste EP, habe ich mich schon unglaublich, also als ich klein war, habe ich mich schon in Afrobeat verliebt. Das war schon Fela Kuti. Mein Vater war ein unglaublich leidenschaftlicher Musiker. Dementsprechend war ich schon immer mit jeglicher Art Musik und schwarzer Musik einfach konfrontiert, ja. Und habe da schon immer so diesen leichten Vibe mitgehabt und das hat mir schon immer so gefallen. Bloß bin ich ja, wie gesagt, in Deutschland aufgewachsen und bin sehr mit Hip-Hop groß geworden. War viele Jahre sehr grimmig auch drauf, also nicht, schon positiv, aber trotzdem so gebrandmarkt vom Rassismus, in den ich aufgewachsen bin. Und dementsprechend habe ich keine leichte Musik gemacht. Okay. Ja? Und dann habe ich meine allererste EP gemacht. Und währenddessen ich die EP gemacht habe, bin ich zum Afrobeats gekommen. Durch Mr. Easy. Mr. Easy, genau. Durch Mr. Easy kam ich dann dazu. Und dann habe ich schon während der EP gemerkt, am liebsten würde ich aber gerne ein Afrobeats-Album machen. Aber wollte es irgendwie nicht, ich wollte es ja nicht klauen. Ich wollte nicht irgendwie was nehmen. Und sagt der andere, okay, es ist kein Clown, das ist inspirieren. Für mich ist es Clown. Inspiration ist was anderes. Und ich hätte es nicht so gemacht. Ich hatte andere Beats, ich war gerade in der EP drin und habe eben die EP dann einfach durchgezogen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal die EP. Ich kann nicht alles auf einmal wollen, ja, aber es war ja eine EP, ich wollte ja noch ein Album machen, aber zu der Zeit hat das Geld nicht gereicht, um ein komplettes Album zu produzieren. Und dann ist leider mein Vater verstorben und dann musste ich nach Ghana reisen, um meinen Vater wieder nach Ghana, also zurückzubringen zu unserer Familie und zu unseren Roots einfach und bin dann eben nach Adafo, war das Ganze, so direkt an Volta Region da, ne, am Fluss. Und so fing es an, dass ich Produzenten kennengelernt habe aus Ghana und die haben mir dann Beats gezeigt und dann war das so okay und auf einmal war ich im Studio und auf einmal habe ich Musik gemacht und hatte ich zwei Afrobeats Songs und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe 2 Stück. Irgendwie will ich mehr davon haben. So. Okay. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich wollte eben Positivität in die Atmosphäre. Auch wenn ich traurig zu der Zeit. Ich war sehr, sehr traurig. Aber trotzdem habe ich irgendwie eine Bestimmung gesehen in dem Moment, dass ich an dem Ort bin, wo ich sein soll, mit den Menschen, mit denen ich sein soll, mit meiner Familie. So, und auch mein anderer Teil, mit dem ich auch nicht aufgewachsen bin. Ich war ja nicht oft in Ghana leider. Und war eben dort und dachte mir, okay,
Es war so, als wenn das Universum, Gott, Allah, egal wie du ihn nennen magst, mir was geschickt hat, weißt? Er hat mir was geschickt, das ist deine Aufgabe, so nach dem Motto. Und ich habe mich da drin gut gefühlt. Ich hatte Energie, ich habe Positivität. Ne? Es war ja ein trauriger Anlass. Okay. Und das hat mich aufgebaut. Und deswegen ist es Afrobeats im Endeffekt auch geworden, das Album. Wow. Interesting. All right, people, you already had here Adi Amati here, and your host, J-Quad Wonder. Today is a special day. I've got so much knowledge here I'm going home with, process it with, listening to some of her songs again, and I suggest you do the same. Check her out on YouTube, Spotify, Deezer Music, whichever music platform, Apple Music. Check her out, Adi Amati. Download, subscribe, buy her tracks, listen to her, follow her, and be part of her community, because she is an energy that you need, Adi, thanks so much for coming here. Thank you for inviting me. I wish I can have the whole day with you here, but the time has come for us to say goodbye. Next time we'll have you here when your new project is out. Nice. Even if you're in Ghana, me and my crew will definitely come and visit you. Would be nice, Charlie. Of course, we will chase you everywhere you go. Everywhere you go. Bogolan Studio will be there. Cool. So, people, stay blessed, stay tuned, and subscribe to our channel. Komm, wir gehen Richtung Frieden, die Straße hinauf, möchte fliegen.